Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir ein Bier, was für 12 Monate bei mir im Keller gelagert ist. Und ich nenne das ein Old Ale. Das Bier ist aus dem Buch Brew Your Own British Real Ale. Das ist das Exmoor Beast. Das ist ein schwarzes, etwas stärkeres Bier, was vom Typ her so an das Old Ale ein bisschen rankommt. Und ich habe das entsprechend lange lagern gelassen und möchte die allerletzte Flasche jetzt mal mit euch zusammen verkosten. Im Original hat das Ganze 6,5% Alkohol. Bei mir ist das allererste Bier gewesen, bei dem mir aufgefallen ist, oh, du hast vergessen abzumeischen. Und dementsprechend ist das sehr stark vergoren. Ganz wenig Restextrakt nur. Ich werde jetzt gleich nochmal messen, damit ich das hier auch vergleiche. Im Februar habe ich die vorletzte Flasche, das letzte Mal das Bier getrunken. Da ist der Restextrakt schon auf 2,2% runtergegangen. Und eine Sache, die mir bei dem Bier auch aufgefallen ist, ich habe das mit der Voyager-Hefe vergoren und aus irgendeinem Grunde ist da mit der Zeit immer mehr Kohlensäure entstanden. Also auch seit Februar war das wieder ein bisschen mehr Druck drauf und den habe ich jetzt, bevor ich das in den Kühlschrank gestellt habe, wieder abgelassen. Es kann natürlich sein, dass ich da eine Infektion habe mit wilder Hefe, aber es ist auch möglich, dass die Hefe einfach nie aufhört, vernünftig zu fermentieren. Es gibt allerdings im Internet keine Hinweise darauf, dass die jetzt zum Beispiel vom Typ Diastaticus wäre, dass die Enzyme enthält, mit der die den Restextrakt immer weiter fermentiert. Also ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe hier schon Biere hergestellt, wo mir aufgefallen ist, dass die Hefe hart beendet. Zum Beispiel das Fuller's ESB am Anfang des Jahres. Aber bei dem das ist eins von denen, wie ich sie früher gemacht habe, wo ich mir eben nicht erklären kann, warum das immer so viel Kohlensäure erzeugt. So, ich habe jetzt ganz bewusst ein Cognac-Glas ist das genommen, damit ich das Ganze wirklich vernünftig vom Aroma her sehen kann. Ihr seht, es ist schwarz, das sind 120 EBC, zumindest nach Rezept. Ob das jetzt genauso rausgekommen ist, weiß ich nicht mehr, aber das passt schon. Enthält Chocolate Malt als farbgebende Komponente, ansonsten nur Pale Malt, Crystal Malt. Und der Hopfen fürs Aroma, die letzten 10 Minuten, ist Brewer's Gold. Ein Hopfen, den ich zwar sehr gerne benutze, weil er so neutral ist, wo ich aber echte Probleme habe zu sagen, wonach der riecht oder schmeckt. Ich habe den mal in Whirlpool verwendet und da merkt man das Aroma davon. Das ist einfach so leicht vegetal, kräutrig, grasig, so ziemlich neutral wirklich. Und in den letzten 10 Minuten vom Kochen habe ich das noch nie bemerken können, wie der wirklich schmeckt oder so. Der ist hier auch ein bisschen mehr drin, als ich das sonst machen würde. Das sind jetzt 4 Gramm per Gallon. Aber das passt jetzt zu so einem alten Bier. Und jetzt, wo das so gereift ist, hat sich das mit dem Hopfen wahrscheinlich erledigt. Das Interessante ist, ich hatte das die ersten Monate, wo ich das habe, also das war 8 Wochen in der Gärung, in der Zweitgärung, danach habe ich es abgefüllt in Flaschen und danach galt das bei mir als fertig, das war im Juli letzten Jahres und ursprünglich abgefüllt aus der Gärflasche habe ich es eben im Mai letzten Jahres, deswegen ist das jetzt 1 Jahr alt. Ja, und da schmeckte es am Anfang, also nach 8 Wochen Reifung, immer noch so richtig ölig, viel zu stark vom Alkohol, auch so ziemlich heftig röstig und so. Und auch im Februar habe ich schon gemerkt, es riecht halt jetzt viel mehr nach Fruchtwein. Also dieser Charakter, dass Biere, wenn die alt genug sind, starke Biere, dann den Charakter ändern, das ist schon enorm. Ja, also der Geschmack nach Lakritz ist jetzt sehr stark. Das hat sich jetzt, glaube ich, seit Februar nicht mehr groß verändert. Aber es ist halt wirklich so ein überhaupt nicht mehr angebrannt oder sowas, sondern nur noch so eine dunkle Note, die sehr gut zu Lakritz passt. Es schmeckt auch noch süß, obwohl das jetzt ja, wie ich gesagt habe, sehr lange durchgegangen ist. Ich messe gleich noch den Restextrakt. Eine angenehme bittere, 40 IBU soll es sein, mit Challenger Hopfen ist das gebittert. Also schmeckt sehr fruchtig, aber das liegt, glaube ich, nicht am Hopfen, sondern das liegt tatsächlich daran, dass es ein relativ starkes Bier ist. Messen wir mal. So, ich habe gerade gemessen. Der Restextrakt ist genauso wie im Februar und das Ganze ist bei 1,6% Restextrakt, also extrem gering und 7,7% Alkohol, obwohl die Stammwürze ziemlich genau mit dem hier übereinstimmt. Also tatsächlich hat sich das Ganze vom Restextrakt extrem verringert.
Es riecht aber perfekt. Also es ist tatsächlich, das Bier ist unglaublich angenehm jetzt mit dem wenigen Restextrakt. Es schmeckt zwar noch süß und wirklich, es schmeckt süß, obwohl ja kaum noch was drin ist. Ich nehme an, das sind einfach die Ester, die ein süßes Aroma erzeugen. Das riecht so richtig dunkel, fruchtig, so, ich denke so an rote Trauben dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist sehr ähnlich wie so ein sehr alter, süßer Rotwein. Ja, sind noch andere Komponenten bei, aber ich kann das echt schwer erklären. Also es riecht auch ein bisschen nach Malz, aber so eine ganz süße, ja, Waldhonig. Waldhonig ist eine gute Idee. Waldhonig, Trauben, ne, Traubensaft, irgendwas, was lang gereift ist. Ja, und dann dieser süß-bittere Geschmack mit Noten von Lakritz. Also ich finde das Bier unglaublich lecker jetzt und ich mochte es die ersten 3 Monate, nachdem es schon 2 Monate gereift war, halt überhaupt nicht. Das war ist echt faszinierend. Ja, das war jetzt nur mal so für mich, aber ich denke, es ist vielleicht auch für den einen oder anderen sehr interessant. Also das Bier, wie gesagt, normalerweise hätte das nur 6,5%, das wäre gar nicht so notwendig, das lange zu lagern. Bei mir jetzt mit 7,7% doch schon anspruchsvoll und da lohnt es sich richtig. Und es ist halt ganz anders als normale Biere, vor allem englische Biere mit 4% Alkohol oder sowas. Ja, ihr habt bestimmt auch schon mal ein Bier mit höherem Alkoholgehalt gebraut. Das ist ja in Deutschland besonders beliebt oder auch in Amerika. Und deswegen lasst mich wissen, was eure Erfahrungen sind. Und sonst seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wieder Brautag ist. Bis dann.